Alrighty dann und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Shakes and Fidget und dem vierten und letzten Teil meiner Klassenwahl-Guide-Reihe. Ja, wir haben in 3 Parts uns jeweils die stärke-attributierten Charaktere angeguckt, die geschickbasierten Charaktere in Part 2 und in Part 3 die intelligenzbasierten Klassen haben wir uns da angeschaut. Dort habe ich auch viele Details gebracht, viele Sachen erklärt, für welchen Charme man sich zum Beispiel als Free-to-Play-Spieler oder als Pilzer dann entscheiden könnte in dieser Form und habe die intern miteinander verglichen. Heute hier bringen wir nochmal einen Gesamtüberblick und das heißt, ich werde nicht mehr alle Details wiederholen. Wenn ihr also Fragen habt, schaut euch den jeweiligen Part nochmal an oder schreibt es in die Kommentare, können wir das Ganze natürlich nochmal klären. Wir wollen jetzt auch nochmal sagen, welche Klasse eignet sich denn für welchen Zweck am besten, und dazu habe ich mir eine einfache Form der Veranschaulichung ausgesucht. Ich werde mir bloß mal schnell hier diesen Intelligenzrang rausbringen, und zwar das Ganze in Form einer Rangliste wie hier. Zeige ich euch mal, zack, boom, das kann auch weg, das kommt rein. Ja. Eine Rangliste, also nach Platzierungen, ähnlich wie Tiers aufgestellt. Coolness-Faktor, das ist so zum Warmwerden, deshalb steht auch in Klammern sehr subjektiv, das muss nichts heißen, das könnt ihr anders sehen, definitiv. Aus meiner Sicht persönlich ist der Krieger die Klasse, die am wenigsten cool ist. Liegt einfach daran, weil ich finde, die Fähigkeit ist natürlich wichtig, ja, aber sie ist am langweiligsten. Also für mich. Ja, das ist, wie gesagt, jetzt nur meine Meinung und das soll halt einfach nur mal zeigen, wie ich halt jetzt dann auch die anderen Sachen gleich in eine Rangliste gebracht habe. Darüber steht für mich der Kundschafter, weil einfach die Fähigkeit halt sinnvoller ist. Ne? Sie bringt auch mehr in den Dungeons vor allen Dingen, was mehr Spaß macht, das Ausweichen. Aber ansonsten ist sie jetzt auch nicht so mega besonders. Ja? Also es gibt halt keine großartige Animation vor allen Dingen dazu beim Ausweichen. Also das sieht eher manchmal aus wie ein Bug, finde ich. Aber so ist das halt. Der Druide kommt bei mir als nächstes. Ja, der Druide fasst ja die beiden Klassen unter mir zusammen in den Fähigkeiten. Natürlich, dass man sich vorstellt, man hat halt wirklich einen schwachen Druiden, der sich wie so ein Zauberherr schützt, wie das zum Beispiel ja, bei einigen PoEs ist oder sowas. Dann ist es schon ein cooler, aber ich finde, es ist nicht jetzt so cool wie manche andere Sachen, die wir hier noch haben. Der Berserker steht über ihm, der Rage ist natürlich schon eine coolere Eigenschaft. Ich finde, dass sie halt weil sie halt häufig auftritt und so schnell ist, geht ein bisschen die Stimmung dadurch verloren. Also aus meiner Sicht hätte man das so designen sollen, dass es ein bisschen langsamer und noch epischer ist, dieser Rage. Auch der Sound geht einem ziemlich schnell auf die Nerven, finde ich. Deshalb ist er jetzt hier bei mir an 5. Stelle. Natürlich ist die Fähigkeit ziemlich cool, ja, weil sie halt auch sehr stark ist. Aber, wie gesagt, hätte man noch besser umsetzen können aus meiner Sicht. Der Kampfmagier steht darüber. Der Kampfmagier erinnert mich halt ein bisschen an die Paladine bei Gothic. Jeder, der das Spiel kennt. Ja, also die Ritter, die halt einfach auch Zauber nutzen, eine schöne Rüstung haben. Ne? Das ist ziemlich nice beim Kampfmagier aus meiner Sicht. Und deshalb ist er hier an 4. Stelle. Der Magier steht bei mir an 3. Stelle, weil der Magier die Klasse ist, die den meisten Schaden rausballern kann. Und das ist einfach sehr geil. Dementsprechend ist er bei mir an Rang 3. Der Assassine ist die einzige Klasse, die 2 Angriffe hintereinander machen kann und die Kombination aus Kriegerwaffen und Kundschafter-Gegenständen finde ich ziemlich nice. Natürlich hat er auch das Ausweichen wie der Kundschafter, aber er ist halt deutlich spannender durch die 2 Angriffe. Und ja, wie gesagt, ich finde auch Assassinen an sich einfach prinzipiell cooler als Bogenschützen. So, und der Dämonenjäger steht bei mir tatsächlich auf der 1. Ich habe das ja immer wieder erwähnt. Ich finde, dass der Dämonenjäger von seiner Fähigkeit her die ist jetzt auch nicht sonderbar krass designt, aber ich finde, sie passt einfach besser. Und es ist mega spannend bei den Kämpfen einfach, wenn dann dieser Revive stattfindet, wo man am Anfang noch dachte, ist jetzt hier ein Leck oder was ist los? Ich finde, das ist einfach schlichter gehalten und das passt dadurch für mich viel besser. Und ich finde auch, dass die Fähigkeit den größten Impact hat. Also, wenn der Dämonenjäger sich einmal revived, hat er einen größeren Impact auf den Fight als ein Kundschafter, der einmal ausweicht, oder ein Berserker, der einmal raged, oder ein Krieger, der einmal blockt. Ja? Er bringt mehr Nutzen an der Stelle mit rein. Das ist ganz nice. So. Und jetzt kommen wir zum ersten richtigen Fakt, der hier wichtig ist. Für dieses Fazit, hier geht's nach Dungeons.
wie schaffbar ist ein Dungeon? Und anhand der Fakten, die wir durchgelesen haben, kommen wir eben zu diesem Ranking. Der Kampfmagier ist hier ganz unten, weil er eben einen konstanten Schaden also einen relativ konstanten Schaden abzieht mit seinem Char gegen Dungeons. Aber das ist ja genau das Thema. Das ist für Pilzer halt am wenigsten geeignet. Die Pilzer müssen die meisten Pilze ausgeben, damit sie einen Dungeon schaffen können, weil er eben nicht so eine große Range hat an Schaden, den er machen kann. Der Krieger kommt als nächstes, weil er ja auch nur blockt. Das ist nicht so hoch, die Wahrscheinlichkeit. Und dementsprechend muss man auf den Versuch warten, wo er noch viel häufiger blockt. Deshalb sind auch für Krieger die Dungeons nicht so leicht schaffbar. Assassine und Magier nehme ich davor. Assassine kann ausweichen, muss aber halt zweimal angreifen, zweimal critten, damit er einen Dungeon gut schaffen kann. Und der Magier, den würde ich gleichsetzen, weil er kann fett Dungeon, also er kann fett Damage rausballern. Es ist natürlich immer schwierig, weil er keine Ausweichenfähigkeiten hat oder so dergleichen. Und deshalb setze ich ihn hiermit an 4. Stelle. Gegen Magier ist er ein bisschen besser ausgerüstet als eine Assassine. Der Assassine hat aber eben das Ausweichen gegen Krieger vor allen Dingen. Deshalb würde ich die beiden Klassen hier an die 4. Stelle nehmen. Der Druide ist bei mir an 3. Stelle. Liegt allein deshalb, werde ich euch auch gleich sagen. Mir fällt auch gerade auf, dass ich... Moment, ich habe nichts vergessen. Hier steht er ja, der Kundschafter. Also der Druide ist ja im Prinzip ein Kundschafter auch in den Dungeons, haben wir gesagt. Ich habe aber vergessen zu erwähnen, dass der Druide in seinem Part ja quasi höhere Attribute hat. Deshalb hatte ich gesagt, das ist schlechterer Krieger. Das stimmt insofern nicht. Aber der Druide ist in den Dungeons nicht ganz so stark wie ein Kundschafter, weil er, je nachdem wie weit man ist mit dem Druiden, also es geht vor allen Dingen um die Hardcore-Pilzer, er hat Probleme gegen Magier. Er geht ja auf Intelligenz, und wenn er aber weniger Intelligenz hat als der Magier, gegen den er kämpft, dann hat er ein Problem. Das kann gerade bei den Schatten-Dungeons oder so dann der Fall sein, weil er ja dann viel weniger Damage macht. Im Prinzip hat er den Vorteil dafür gegen Kundschafter und gegen Krieger, dass er natürlich mit Int angreift, aber dafür hat er auch eine schlechtere Def, also es gleicht sich wieder aus. Da kommt die Fähigkeit zu tragen, ne? Das Ausweichen plus dessen, dass er nur einmal angreifen muss, deshalb ist der Druide stärker in den Dungeons als eine Assassine und kann den Dungeon auch schneller schaffen. Aber er ist eben nicht so gut wie der Kundschafter, der hier bei mir an 2. Stelle steht, weil der Kundschafter ja auch auf seinen Geschickwert basiert gegen die Magier. Ne? Dadurch macht der Kundschafter mehr Schaden gegen den Magier und kann den Fight halt eher gewinnen. Ansonsten ist der Kundschafter auch sehr stark gegen Krieger durch das Ausweichen, gegen Geschickgegner durch das Ausweichen. Deshalb ist er eine der Klassen, die Dungeons am schnellsten schaffen kann. Und bei mir steht auch der Dämonenjäger an 2. Stelle. Sogar etwas vor dem Kundschafter, deshalb habe ich ihn vorne genommen. Weil ich ja, wie gesagt, sehe, dass er mehr Impact hat. Ja? Das heißt, wenn der Dämonenjäger gegen Krieger und gegen Geschickgegner antritt, dann kann der Dämonenjäger einen Dungeon eher schaffen als ein Kundschafter im Prinzip. Hier geht es nicht darum, ob er jetzt günstiger ist, sondern wenn er sich 4-mal revived, dann schafft er einen Dungeon, wo ein Kundschafter sich vielleicht gefühlt hätte 11-mal ausweichen müssen. Und das liegt vor allen Dingen daran, weil der Revive, wie ich es hier geschrieben habe, immer am Ende des Kampfs passiert. Also wenn ein Kundschafter in den ersten 4 Angriffen des Gegners ausweicht, dann bringt ihm das nicht so viel, als wenn der Kundschafter in den letzten 4 Angriffen des Gegners ausweicht. Und ein Revive passiert immer am Ende. Das heißt, der Damage wird sich schon gestackt. Und deshalb kann ein Dämonenjäger, ein Gegner, der stärker ist, eher besiegen als ein Kundschafter im Schnitt. Und gegen Magier ist der Dämonenjäger ja genauso gut oder schlecht wie ein Kundschafter. Deshalb sehe ich den Dämonenjäger hier sogar vor dem Kundschafter, deshalb habe ich ihn links hingeschrieben. Und an 1. Stelle steht natürlich der Berserker. Der Berserker kann durch seinen Rage die Dungeons am ehesten schaffen. Er kann auch gegen Magier den Rage einsetzen und so weiter und so fort. Er ist da einfach die stärkste Klasse. Das weiß man mittlerweile. Der Berserker schafft es am ehesten. Kommen wir zum nächsten Ranking. Da geht es um das Preis-Leistungs-Verhältnis. Also anders als jetzt zuvor, welche Dungeons kann er schaffen. Hier wird auch geguckt, wie viel Pilze muss man gegebenenfalls ausgeben, damit er einen Dungeon schafft. Und da sind Kampfmagier und Krieger natürlich mit die teuersten Klassen. Deshalb habe ich sie hier an 5. Stelle gestellt. Ich finde, der Krieger ist jetzt nicht viel günstiger als der Kampfmagier. Der Krieger hat aber die Chance, eben bessere Versuche rauszuhauen, wenn man ordentlich pilzt.
Dementsprechend steht er bei mir links und der Kampfmagier rechts. Der Dämonenjäger ist jetzt an 4. Stelle, weil da muss man viele, viele Pilze einsetzen, um die guten Versuche hinzukriegen. Und wenn er sich nur einmal revived, teilweise reicht es halt auch nicht aus. Er ist auf jeden Fall da recht teuer in den Dungeons, deshalb ist er bei mir an 4. Stelle. Darüber kommt der Magier und der Assassine. Wie auch schon oben bei den Dungeons, finde ich, sollte man die ungefähr gleich einschätzen. Der Assassine ist insgesamt vielleicht sogar teurer als der Magier, weil er ja 2 Waffen hat. Aber wenn es um die Dungeons geht, um die Versuche, schätze ich sie gleich ein. Der Assassine steht links, weil er eben ausweichen kann. Deshalb ist er da vielleicht ein bisschen stärker gegen Krieger vor allen Dingen. Aber gegen Magier an sich ist der Magier vielleicht sogar besser, wenn man ihn schön auf In trimmt und auf die Crit-Rate hofft. Deshalb sehe ich die beiden hier an 3. Stelle. So, der Druide und der Kundschafter sind bei mir an 2. Stelle. Das ist ganz, ganz schwierig zu sagen. Also das liegt daran, weil ich auch hier den Druiden unter dem Kundschafter gelegt habe, weil es hier auch wieder um die Magier geht. Man vermutet, dass der Kundschafter gegen die Magier eben die Dungeons ein bisschen besser klappen kann. Dadurch ist er auch günstiger. Und ansonsten gegen Geschickgegner und gegen Krieger ist es gleich auf bei beiden. Und die sind halt relativ günstig. Man kann mit dem Druiden und mit dem Kundschafter auch recht gut durch die Dungeons kommen. Das sieht man häufig, sind die Druiden oder auch die Kundschafter schon immer mit sehr weit oben dabei gewesen. Und vor dem Berserker war ja der Kundschafter die Dungeon-Klasse. Deshalb muss er da auch relativ weit oben stehen im Preis-Leistungs-Verhältnis. Auch hier steht der Berserker im Vorteil, dass er hier auf Rang 1 ist, weil auch ein Free-to-Play-Spieler kann mit dem Berserker sehr gut Dungeons legen. Natürlich, je weiter man höher kommt, ja, je weiter höher man kommt, desto mehr Pilze muss man auch wieder ausgeben. Aber im Verhältnis, wenn man jetzt sagt, Dungeon 9, Etage 10, ja, schafft der Berserker den am ehesten von allen und ist dadurch nicht nur die beste Dungeon-Klasse, sondern auch gleichzeitig die günstigste, wenn man es nicht übertreiben will, zumindest, ja. Gut. So, kommen wir mal zum nächsten Ranking. PvP, Pilzer. Bedeutet, jemand, der in der Ehrenhalle Angriffe macht und dem eigentlich im Prinzip egal ist, ja, also der versucht mehrere Angriffe zu machen und der es nicht so schlimm ist, wenn man ein paar Angriffe verloren gehen. So, da ist ganz hinten der Dämonenjäger, weil der Dämonenjäger ist einfach im Prinzip, wird trotzdem häufig verlieren, weil er hat die 25%ige Revive-Chance nur und ja, wenn die Gegner ihre Fähigkeiten hin und wieder nutzen, dann kann der Dämonenjäger wirklich nur maximal einen von 4 Kämpfen gewinnen, wenn er sich einmal revived und teilweise reicht das noch nicht mal aus. Deshalb steht er da ganz hinten. Magier und Assassine hier wieder nebeneinander, weil sie im Prinzip zwar auch die Chance haben, ein Dungeon zu besiegen, einen Gegner meine ich im PvP zu besiegen, aber gegen gleich gute Spieler anderer Klassen verlieren sie trotzdem. Magier hat halt zwar den Klassenvorteil noch gegen Assassinen auch, deshalb nehme ich sie hier in die gleiche Vorstellung, aber der Magier ist darauf angewiesen, dass er halt wirklich crittet permanent und das passiert in der Regel nicht so häufig. Der Assassine, eigentlich würde ich den Magier, ich würde den Magier glaube ich sogar vor dem Assassinen hier nehmen, weil der Magier wird aber wahrscheinlich weniger Pilze brauchen als der Assassine. Darüber steht für mich der Krieger und der Kundschafter. Der Krieger ist halt eine starke PvP-Klasse. Im Late-Game würde ich den sogar noch nach oben nehmen, vielleicht, oder den Kundschafter als 4. Separat stellen. Aber hier geht es nicht um Early-Game oder Late-Game, hier geht es einfach nur jetzt bei 20 Versuchen zum Beispiel. Und der Krieger hat natürlich auch nur eine 25%ige Blockchance gegen Krieger, gegen Kampfmagier, Berserker und gegen Kundschafter. Hat aber eben mehr Ausdauer. Und der Kundschafter muss schon deutlich häufig ausweichen. Wenn der Kundschafter das schafft, ist es gut. Aber das wird sich eher relativieren jetzt bei 1000 Versuchen, dass der Kundschafter dann eher kommt. Und hier geht es nicht um Hardcore-Pilzer, hier geht es ja um normale Pilzer. Deshalb sehe ich da den Krieger vor dem Kundschafter. Der Druide, dadurch, dass er natürlich seine Fähigkeit zum Wechseln hat natürlich den Vorteil, dass er Krieger oder Kundschafter sein kann und steht dann je nach Gegner über diesen beiden und kann im PvP ein bisschen besser abschneiden. Im Late Game wird sowieso empfohlen, den Krieger dann zu nehmen. Und der Druide hat ja zwar kein Schild, wie ich gesagt habe, aber dafür hat er die doppelten Werte auf seiner Waffe. Also im Prinzip ist er da sogar ein bisschen stärker, weil er muss dann nicht noch ein zusätzliches Item attributieren für den Schmied. Also er kann wirklich alles auf seine Waffe legen, wenn er will.
und muss nicht noch das Schild auch attributieren, ist dadurch halt stärker als der normale Krieger. Und oben steht Kampfmagier und Berserker. Das sind die einzigen Klassen, soweit ich weiß, mit dem Klassenbonus, muss man sagen. Und der Berserker macht auch 25% mehr Schaden als ein Krieger und ein Kampfmagier leider. Das habe ich vergessen im ersten Part zu erwähnen. Und dadurch, wenn man natürlich da ein paar Pilze einsetzt, ist der Berserker definitiv einer der stärkeren PvP-Klassen. Man muss aber ein paar Pilze einsetzen dafür. Und der Kampfmagier ist im PvP sehr, sehr stark, weil er halt den konstantesten Fähigkeitsschaden macht. Das heißt, mit diesem Schaden kann man definitiv rechnen. Und gerade im Late Game ist der Kampfmagier natürlich umso stärker. Und deshalb empfiehlt sich diese Klasse für Pilzer im PvP auf jeden Fall und steht hier an erster Stelle. Gehen wir mal weiter runter. Da habe ich auch PvP Preis-Leistung. Heißt Gewinnchance pro einen Versuch bei relativ gleichem Fortschritt und Werten. Ja, also wenn wir jetzt sagen, wenn jetzt eine Klasse angreift gegen eine andere Klasse, sie sind ungefähr gleich stark. Und wie hoch ist die Gewinnchance pro einen Versuch? So, da habe ich es nochmal genau aufgestaffelt. Dämonenjäger ganz hinten, wie gesagt, ich habe es vorhin schon erwähnt, der Dämonenjäger kann nur im PvP was reißen, wenn er sich revived. Ansonsten ist er in der Regel immer schlechter als die anderen Klassen. Und er hat auch den Nachteil gegen den Magier. Deshalb ist er hier an sich die Klasse mit dem schlechtesten Preis-Leistungs-Verhältnis. Der Magier kommt pro einen Versuch aus meiner Sicht leider auch nur an 6. Stelle, weil er, wie gesagt, sehr abhängig von seinen Crits ist. Ansonsten hat er halt sehr wenig Leben. Der Berserker kommt bei mir an 5. Stelle. Der Berserker kann zwar jeden Versuch schaffen, aber der Berserker muss, um das zu erreichen, wirklich sehr viel ragen, wenn wir auf einen Versuch gehen, weil der Berserker macht ein bisschen weniger Schaden als ein Kundschafter und ein Assassine. Ja, und das heißt, er muss mehr ragen, als die beiden anderen Klassen ausweichen müssen. Deshalb steht Kundschafter und Assassine für mich oben drüber, der Kundschafter links, weil der Kundschafter selber ja nur einmal angreift und wenn er crittet, passt es. Der Assassine muss zweimal angreifen und zweimal critten, damit es passt. Das ist schwieriger zu erreichen, dadurch steht der Assassine rechts vom Kundschafter. Aber der Berserker muss halt noch mehr ragen, als diese beiden Klassen ausweichen müssen, um in diesen einen Versuch einen Sieg davon zu tragen. Dann kommt der Druide für mich an 3. Stelle hier, weil er ja gerade gegen Magier, wie wir oben erwähnt haben, etwas schlechter dasteht, wenn er weniger Intelligenz hat vor allen Dingen. Und ansonsten muss man natürlich gucken, dass man die richtige Maske aufsetzt. Im Late Game ist es vielleicht gleichzusetzen mit dem Krieger, wenn man ihn als Krieger auch spielt. Aber trotzdem würde ich pro Versuch jetzt erstmal sagen, dass der Druide etwas schlechter einzuschätzen ist als der Krieger. Deshalb steht der Krieger an 2. Stelle. Der Krieger hat viel Ausdauer, hat eine hohe Rüstung, dann kann er auch noch blocken. Also es ist schon schwierig, einen gleich starken Krieger immer zu besiegen, wenn man als Free-to-Play-Spieler ist. Da muss man schon ein bisschen mehr Glück haben, wenn man die anderen Klassen hier spielt. Und am solidesten eigentlich in dieser Form ist der Kampfmagier. Wie gesagt, es geht nur, wenn die Werte auch wirklich gleich auf sind, wenn der Spielfortschritt gleich ist, dann greift diese Liste aus meiner Sicht am besten. Es gibt immer leichte Unterschiede. Es kann sein, dass mal einer bessere Steine hat oder sowas, eine bessere, neuere Waffe hat, einen besseren Arena-Manager hat. Wenn das natürlich der Fall ist, dann verschiebt sich das Ganze. Und es ist ja so, dass die Hardcore-Pilzer, die das am Anfang schaffen, meistens ja Berserker, Kundschafter und sowas sind, dann gewinnen die natürlich auch gegen Kampfmagier. Aber wenn die dann mal gleich auf sind, dann spielt der Kampfmagier dann eine höhere Rolle. Und deshalb ist auch im Late-Game der Kampfmagier die stärkste Klasse. So. Kommen wir noch zum letzten Ranking in dieser Liste für Free-to-Play-Spieler. Aufgrund dieser ganzen Sachen geeignet, wenn man sagt, ich lege Wert auf einen guten Dungeon-Fortschritt, kommt der Dämonenjäger hier an 7. Stelle. Also aus den erwähnten Gründen ist, denke ich mal, klar. Den Berserker tatsächlich habe ich hier an 6. Stelle gelegt. Er ist nicht der 6 schlechteste Free-to-Play-Char. Ganz im Ernst. Er ist auch für Free-to-Play sehr gut geeignet, weil man ja Dungeons leicht schaffen kann. Aber dadurch ist man gezwungen, schneller wieder umzusiedeln. Also der Free-to-Play-Char wird durch die Fortschritte des Berserkers in der Regel sehr stark gedrängt zu deutlich höheren Gegnern. Und wenn man da nicht diszipliniert ist, also wenn man es schafft, diszipliniert zu sein, würde ich ihn ungefähr mit an 3. Stelle stehen, neben Magier und Krieger. Ja, dem Berserker. Wenn man sehr diszipliniert ist, wenn man es nicht ist, ist man geneigt, immer Pilze dann auszugeben, damit man noch weiterkommt, weil es halt Spaß macht. Und
da muss man wirklich aufpassen. Deshalb steht hier der Berserker für mich an 6. Stelle, weil er diese Gefahr hat. Also so, er kann es am leichtesten schaffen, dann fällt man rein. Ist so ein bisschen wie so ein Suchtpotenzial, was dadurch gestärkt wird. Der Magier steht für mich an 5. Stelle. Nee, Quatsch, das ist ja Quatsch. Moment, das ist ja doppelt gemoppelt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nee. Quatsch. Der Magier muss da gar nicht rein. Der Assassine kommt für mich als nächstes. Dann ist der Berserker hier 5. und der Dämonenjäger 6. Assassine einfach, weil er teurer ist als zum Beispiel die anderen Klassen, die definitiv noch kommen. Er kann Dungeons aber auch recht gut schaffen, aber gerade dadurch, dass er so teuer ist, ist er halt auch limitierter. Und dann ist er einfacher zu spielen. Und im Late Game kommt er dann auch ein bisschen stärker raus. Deshalb würde ich den Assassinen an 4. Stelle setzen. Kampfmagier und Krieger setze ich für Free-to-Play-Spieler an 3. Stelle in der Empfehlung. Man weiß bei den Klassen, dass es nicht so schnell vorangeht in der Regel. Deshalb kann man das ganz moderat spielen. Der Kampfmagier ist noch einfacher zu kalkulieren als der Krieger. Deshalb steht der links für mich. Und trotzdem können sie im PvP und im Late Game sehr stark sein, die Klassen. Deshalb auf jeden Fall eine Empfehlung. Der Magier steht für mich an 2. Stelle als Free-to-Play. Auch wenn er hier oben sehr häufig nicht so gut abgeschnitten hat. Der Magier geht halt weg von allen Fähigkeiten. Der Magier macht einfach nur viel Schaden und hofft, dass er halt crittet. Das heißt, man muss gar nicht mehr in diesen ganzen Dungeon-Simulationen mit einberechnen, ja, die Fähigkeiten, sondern man kann einfach ganz normal skillen und man guckt auf seinen Schaden und auf seinen Crit-Wert. Ja, das heißt, er ist besser kalkulierbar dadurch für mich. Das habe ich auch erwähnt in dem Part und ist deshalb für Free-to-Play-Spieler geeignet. Das heißt aber nicht, dass der Free-to-Play-Spieler hier den einfachsten Weg hat. Definitiv nicht. Er ist aber gerade für Neulinge auch besser zu berechnen als eben die ganzen anderen Klassen mit ihren ganzen Fähigkeiten. Ja, und für Free-to-Play prinzipiell als Empfehlung geeignet Kundschafter und Druide. Hier habe ich das F vergessen. Kundschafter, weil er halt relativ günstig ist und ausweichen kann, das heißt auch gut in den Dungeons ist. Er macht es einfacher, durch die Dungeons zu kommen, als der Berserker, wenn man jetzt sagt, er ist gleich viel ausgewichen, wie ein Berserker den Rage hatte. Ne? Also wenn das gleich oft ist, hat der Kundschafter den Vorteil. Und der Kundschafter kann aber trotzdem die Magier nicht so gut rushen. Demnach ist er für Free-to-Play eigentlich besser geeignet, damit man halt da auch ein bisschen so eine Bremse hat. Und der Druide, ja, der Druide kann halt natürlich das Gleiche machen wie der Kundschafter und kann sich trotzdem als Krieger aussetzen. Also man könnte auch sagen, dass der Druide hier links steht, weil das auch ein Vorteil ist. Durch die Nachteile, die wir hier erwähnt haben, setze ich ihn jetzt mal hinter den Kundschafter. Das heißt, im Prinzip würde ich euch eigentlich diese Klassen hier empfehlen von den 5, wenn ihr Free-to-Play spielen wollt, definitiv. Wenn ihr aber sagt, ihr seid sehr diszipliniert, dann könnt ihr natürlich auch ganz gerne den Berserker spielen. Ja? Also, ne, ich will ja nichts vormunden oder sowas. Und ja, das war soweit die Liste. Ich hoffe, das ist nachvollziehbar. Und dann würde ich sagen, wenn ihr natürlich noch Fragen habt, schreibt es mir unten in die Kommentare. Das war's von mir. Haut rein, macht das. Tschüss und Servus. Euer Basti.